Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und heute, wie versprochen, die Ankündigung, was habe ich vor zu W60, dem allerletzten internationalen Server, den wir so, ja, wie wir bisher die Server kannten, released wird. Und ja, ich hatte lange überlegt gehabt, ich habe ganz spontan was gefunden gehabt, was ich machen möchte zum Serverstart. Vorab erstmal dazu gesagt, am Freitag um 16 Uhr startet natürlich wie immer der Server, der letzte Server, und am Freitag um 14 Uhr startet bei mir hier auf YouTube der Livestream dazu. Wir können uns dann langsam schon mal einfinden. Ich kann schon mal meine Alus klicken auf meinen Servern und um 16 Uhr geht es dann rein in W60, die neuen Dungeons, die erscheinen werden. Und der Elevator ist ja mittlerweile jetzt auch kein Geheimnis mehr. Also 3 Events starten direkt gleichzeitig um 16 Uhr. Also es ist absolut krass, was da passieren wird. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein. Am Freitag um 14 Uhr hier auf YouTube geht's los. Und ja, eventuell ist da auch wieder die ein oder andere kleine Überraschung da am Start. Aber da will ich natürlich wie immer nicht zu viel spoilern. Ja, was habe ich mir überlegt für W60? Ich kann euch gleich sagen, es ist jetzt nichts Neuartiges, was ich mir jetzt überlegt habe. Man hat ja auch schon gefühlt irgendwie alles gemacht in Shakes and Fidget. Allerdings habe ich mir so überlegt, ja, ich will ja kein Langzeitprojekt auf dem Server starten. Ich will nicht noch einen Langzeit-4. Chart zusätzlich haben. Meine 3 Langzeit-Charts reichen mir. Ein 4. ja, wäre mir persönlich zu viel, muss ich tatsächlich gestehen. Würde ich nicht schaffen. Deswegen habe ich überlegt, was für ein Projekt macht man? Es muss irgendwas Kurzfristiges sein. Ich will jetzt aber auch kein Projekt haben, was nur einen Tag geht, weil W60 schon was Besonderes ist. Und das sollte schon ein Projekt sein, was ein bisschen länger auch geht. Ja, da ist mir spontan die Idee gekommen, wie wäre es dann mal, nach den Levelrekorden zu gucken, die es momentan gibt. Und da ist mir dann so eine kleine Idee gekommen, ja, man könnte ja einen Account bis Stufe 400 spielen, so schnell wie möglich. Und wenn man dies nicht schafft, dann gibt es halt eine Bestrafung. Ja, und gesagt, getan. Ich hatte dann mal den Flo gefragt, den Davalon, wie es so aussieht mit den Rekorden für den Mage. Also ich werde auf W60 einen Magier spielen, so wie mein Main hier auch. Und es gibt da so eine kleine Liste, eine Rekordliste. Ja, wer was, wann, in wie vielen Tagen geschafft hat. So. Da haben wir hier einmal die Level 400er Rekorde mit jeder Klasse, mit den Warrior, Scout, Mage, Assassine und so weiter. Ne? Wir gehen jetzt mal nach dem Mage. Da ist jetzt der Rekord bei 178 Tagen. So. Und ja, dann hatte ich mal den Flo gefragt, was wäre so für mich realistisch. Ich will ja nicht so hardcore reinpilzen wie hier was ihr hier seht, sind die Rekorde all time. Ja, das sind die Rekorde, die am schnellsten mit jeder Klasse erreicht worden sind. Da steckt natürlich einiges an Geld drin, Geld, was ich persönlich nicht in die Hand nehmen möchte. Dann habe ich mal gefragt, was wäre denn so für das, was ich so mache, halt realistisch, sag ich mal, für meinen Playstyle. Und da hatte der Flo mir dann so gesagt, 200 Tage sind für einen Magier so relativ realistisch, also so plus minus 20 Tage auf den Rekord obendrauf sollte machbar sein auf W60. Und das ist jetzt meine Challenge. Dann habe ich den Flo auch gleich mal gefragt, was er machen möchte und ob er sich vielleicht einer Challenge anschließen will. Ja. Und der Flo macht da mit bei der Challenge. Der wird auch auf W60 spielen und auch eine Challenge machen. Und zwar wird er, so wie ich das verstanden hatte, den Kundschafter nehmen und auch Stufe 400 erreichen, in allerdings kürzerer Zeit, weil er natürlich noch ein bisschen mehr Gas gibt als ich. Und seine Wette ist es, in 180 Tagen Level 400 zu erreichen. Also auch nicht den Top-Rekord. Das ist aber halt schon wirklich mit extrem viel Pilzen, müsst ihr wirklich nachvollziehen können, in Verbindung. Deswegen beim Flo sind es 180 Tage und bei mir sind mit dem Magier sind es 200 Tage. Was passiert, wenn wir das nicht schaffen? Ja, da hatte ich mir was überlegt gehabt. Damit kann ich relativ gut leben, sag ich mal. Bei mir
habe ich mir vorab überlegt, wenn ich in 200 Tagen nicht Stufe 400 erreichen sollte, dann kommt bei mir der Bart ab. Ja, komplett. So. Dann bin ich Baby Boob Dorza hier am Start und das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, kann ich euch sagen. Ja, das ist so meine Wette. Wenn ich dies nicht schaffe, in 200 Tagen Stufe 400 mit einem Magier auf W60, dann, Bart ab. So, das war meine kleine Challenge. Der Flo musste gleich komplett übertreiben und es ist komplett oben drüber. Da habe ich gesagt, nee, da bin ich raus, da mache ich nicht mit. Das ist deine Challenge für dich, die kannst du sehr gerne für dich machen. Aber für mich ist das meine Challenge und für mich reicht das so persönlich. Und hier haben wir einmal den Screenshot. Also in 180 Tagen mit dem Kundi auf Level 400, sonst Pilz-Tattoo, bin dabei. Also der Flo hat da keine Schmerzen mit, sich ein Pilz-Tattoo stechen zu lassen, wenn er in 180 Tagen mit dem Kundschafter nicht auf Stufe 400 kommt. Das ist auf jeden Fall sein Wetteinsatz dafür. Und bei mir sind es halt eben in 200 Tagen Stufe 400 mit dem Magier, ansonsten der Baby Dorzi hier am Start. Ja? Also Respekt an der Stelle, dass er das so macht. Wie gesagt, da wirkt jetzt so ein bisschen meine Challenge, sag ich mal, ein bisschen low gegen, sich nur den Bart abzurasieren. Ne? Aber für mich persönlich reicht es. Für mich ist das Challenge genug, sag ich mal. Ne? Da hat jeder dann so seine eigenen Ansichten nach, was er dann halt machen möchte und was nicht. Und deswegen ist das auf jeden Fall die Challenge für W60. Also wir starten am Freitag um 14 Uhr mit dem Stream. Um 16 Uhr geht es dann los mit W60 Serverstart und neue Dungeons und Elevator und halt eben der Challenge. Ne? Und das ist auf jeden Fall der Wetteinsatz. Falls ihr auf W60 eine Gilde haben solltet, die in den Top 10 spielt, also die schon ordentliche Voraussetzungen haben, ja, und eine Gilde, die auch jetzt schon fast gefüllt ist, ne? Also die, weiß ich nicht, nur noch vielleicht, 2 bis 5 Wildcard-Tickets zu vergeben hat für Leute, die noch ungewiss sind, so wie mich jetzt zum Beispiel. Falls ihr Gildenleiter seid und eine Gilde habt, die gut organisiert ist und noch einen Platz über habt für mich, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auf Discord. Ja, und dann würde ich bis Stufe 400 auf jeden Fall krank mit euch zusammen durchpushen. Ne? Weil ich habe jetzt persönlich noch keine Gilde und ich möchte auch keine Gilde auf dem Server eröffnen. Ich möchte auch keine Community-Gilde machen oder sowas. Ich will mich einfach nur irgendwo ganz gechillt anschließen. Ja, das Ding mit der eigener Gilde und sowas gründen, das ist für mich persönlich ein bisschen zu viel Stress. Ich möchte mich da ganz einfach irgendwo mit dazugesellen. Und deswegen, falls da jemand da draußen ist, der mich sehr, sehr gerne mit dabei hätte, zumindest bis Stufe 400, ja. Danach muss ich sagen, werde ich den Account nicht mehr weiterspielen, dann ist die Challenge für mich erledigt. Also bis dahin müsste man schauen, dass man eventuell Ersatz denn für mich gefunden hat. Aber bis Stufe 400, das ist ja erstmal eine ordentliche Zeit, wo man halt eben die Gilde schon gut mit vorantreiben kann, mit Raids etc. pp. Und Ausbauten und sowas alles, ne? Das ist ja gar kein Problem. Also falls ihr da eine Gilde habt, die schon fast gefüllt ist, vielleicht noch 1, 2 Leute aufnehmen, so, dann schreibt mich sehr, sehr gerne an, falls ihr halt eben auch Ambitionen habt, eine sehr gute Gilde zu sein und in den Top 10 spielt auf W60, dann sagt mir da sehr, sehr gerne Bescheid. Und dann würde ich mich da ganz gerne dann anschließen für die Challenge. Ja, das auf jeden Fall dazu. Genau, und ansonsten, der Char wird halt eben danach, stillgelegt, nicht gelöscht, der wird einfach nur stillgelegt, weil das Projekt ist ja immer noch für mich ein begrenztes. Dadurch, dass ich es halt eben nicht dauerhaft schaffe, noch einen Account hochzuziehen, auch wenn ich es gerne möchte, ne? W60 ist jetzt der letzte internationale Server, ist schon irgendwie was Besonderes. Es wird keinen internationalen Server mehr danach geben, das muss man sich mal reinziehen. Und deswegen ist es schon was Besonderes, aber ich schaffe es zeitlich einfach nicht, noch einen Langzeit-Account wirklich nach oben zu spielen und vor allen Dingen nochmal einen Magier
will ich halt auch nicht ins Late Game bringen, weil ich halt schon Magier habe. Ich habe jetzt mich für den Magier entschieden, weil es halt auch mein Main ist und ich habe mir gedacht, ey komm, die ganzen neuen Features, die draußen sind, die ganzen neuen Sachen, die würde ich ganz gerne nochmal durchspielen wollen, aber halt eben mit der Klasse, mit der ich es schon mal gemacht habe, weil hier fühle ich mich auch irgendwo ein Stück heimisch, sag ich mal. Und ja, für die paar Tage habe ich auf jeden Fall Zeit, W60 zu begleiten und danach wird für mich W60 dann auch abgeschlossen sein. Ne? Das auf jeden Fall meine Pläne zu W60, was ich mir gedacht hatte und wie so die Challenges aussehen werden. Ne? Ich denke mal, das ist ganz cool, man kann es mit begleiten und werde auf jeden Fall dann auch mein Bestes geben. Gut, ich glaube, ich habe soweit alles erwähnt. Ja, ich denke mal schon, falls ich noch irgendwas vergessen haben sollte, werde ich es in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das war soweit alles. Ansonsten freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid da am Freitag auch alle am Start und begleitet das Ganze. Ne, ich bin schon ziemlich gehypt darauf. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Lasst gerne ein kostenfreies Abo da, damit ihr in Zukunft nichts verpasst, wenn es mal wieder neue, ja, was weiß ich, Pilzcodes oder sowas geben sollte. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr ja, hier ein Abo da lasst, um nichts zu verpassen. Gut, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.